Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen körperlich auf dem Platz und get fucking stuck in mit Druck. Diese Aktion, manchmal mit Van Dijk. Ja? Komm, Jungs. Zu viel Respekt für die Gegner. Zu viel Respekt für die Gegner. Look, start winning, they start hating, that's just how it is. We ain't stopping now. Nah. They ain't messing with the visions, they must not be seeing the vision. Ja, die Verletzung von Toni, das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns als Verein, weil er einer unserer wichtigsten Spieler ist. Aber noch bitterer natürlich für den Toni. Beim Toni ist es schade, weil er sich gegen Rapid schwer verletzt. Für Bernet schaut das gar nicht gut aus, der da mit relativ viel Wucht eben das Bein von Schwab getroffen hat. Jetzt kommt auch die Trage herein. Er hatte große Schmerzen noch in der Kabine, hat es gleich befürchtet. Wir sind dann gleich ins Krankenhaus gefahren. Er hat sich das Schienbein gebrochen. Die Ausfallszeit wird, sage ich mal, 8 bis 10 Wochen betragen. Er ist sehr professionell und er ist so ein guter Arbeiter, dass er sicher in Zukunft noch öfters die Chance haben wird, Champions League zu spielen. Alles gut? Kick, my friend. Ist kurz? Wie lange tust du schon? Eine halbe Stunde oder du hast dich ja unten nicht. Da, wo sind die her an der alten Schule? Hast du es selber gemacht? Was möchtest du hier? Erst wie lange? Das ist optimal. Diese? Das ist optimal. Hier ist das ist der Zahnkrabatte. Das ist stark. Vielen Du Dank. kannst engen die... Das ist super. Ich muss noch viel lernen. Wer braucht sonst einen Krawattenknoten? Also wir Sportler eigentlich selten, muss ich sagen. Auf geht's. Ja, wir wissen schon, wo wir herkommen, wer wir sind. Wir sind der FC Red Bull Salzburg aus einer kleineren Liga in Europa. Und wir fahren jetzt zum großen FC Liverpool, Champions League-Sieger, vielleicht die beste Mannschaft aktuell in Europa. Diese Gruppe hat keine Angst. Ja, es ist super. Spieler wie Max Gruber und Szoboszlai und Erling Haaland, es ist, wo sie müssen sein. Liverpool is a special place, even in England. And I think the cup games is even more special than normal league games. I've played against the Liverpool quite a few times. Even managed to score 1 goal on Anfield, so which was good. I had a good career for myself, but he has to aim higher, I'm sure. Erling ist noch nicht bereit für 90 Minuten, so wir haben gedacht, dass vielleicht auf der Bank erst gefährlich auch, so das ist ein Vorteil für uns jetzt. Und Antoine Bernet ist schwierig für uns, aber Enoch hat so gut gespielt in jedem Spiel. Und ich denke, dieser Moment ohne Antoine, wir brauchen ihn. Football is about chances. I'm happy when my friends are starting, you know, I'm always supporting them, always proud of them because it's their chance, it's their opportunity. And I believe that also my opportunity will come. Das war im Zuge, wie wir Batz und Daka intensiver gescoutet haben. Und da ist uns dann der Enoch auch aufgefallen im Nationalteam. Wir waren eigentlich gleich Feuer und Flamme, weil er einfach auch so einen extrem guten Eindruck hinterlassen hat, auch bei den Trainings bei uns. Und ja, im Doppelpack mit Batson haben wir das dann geschafft. Batson has always been making a lot of success. I've been following his footsteps because he was much ahead than me, you know. I
think it was just God's will that we should be together, you know. So. Enoch wird, glaube ich, wirklich eine große Karriere machen, weil ganz genau weiß, was will und wirklich dafür hart arbeitet. I'm from a small town in Chambishi. You know, in Africa, we would make a bow from just plastic. A ropes we use, we tie it, and then we make a bow. This was the moments I treasured when I was a kid. We would play in the street, you know. Barefoot or? Barefoot, of course. Yeah, of course, barefoot. You cannot use anything. By then, we didn't even know that there are some boots. Enoch ist ein super Typ. Ist sehr nett, immer ein Lachen auf den Lippen, immer positiv. When I was a kid, I've been supporting Liverpool when I was just a kid. I would cover my books with Liverpool magazines and everything, just Liverpool. And today, I'm here. I would say this game to me, it's everything I've wished and prayed for. It's everything that I've wanted. I think my country will be proud, my mom, my dad, because I told them that it's the game of the century for me. Like, I would treasure this game, and yeah, like, it's just my dream. I feel like I'm living my dream. So hopefully tomorrow we go in the field, give my best, as well help the team get the victory, and then I'll be the proudest player in the world. Okay, wir müssen starten. Okay, so, erste Statistik hier. Okay, viele Tore in die erste Halbzeit. Okay, viele. Aber wenn Sie haben nicht die erste Tor, Sie haben nur ein Spiel gewonnen. Okay, so was ist wichtig für uns? Restverteidiger. Okay, ganz, ganz wichtig. Umschalten Flanke, Flanke Ballbesitz, Kombination. Okay, unser Tor in die zweiten Halbzeit sind sehr, sehr groß. Okay, so ein guter Start, eng mit die erste Halbzeit. Okay, gut mit taktisch, intensiv spielen und dann in der zweiten Halbzeit, wir haben mehr und mehr Energie, wir drücken in dieses Spiel. Sie haben ein Tor von Aufbauen, von der ganzen Saison. Sie haben wie viel? 26 Tore. Schaut diese zwei hier. Nur mit Manndecken und nicht mit Durchsichen. So, wir müssen immer schieben unser Netz und bereit für Unterstützung. 1 gegen 1 ist nie gut gegen Salah und Mane. And the last thing is, you know, I've heard a lot about the magic of Anfield. They say the stadium is the best. It comes alive, the support. Let's go to the stadium today and let's fucking enjoy it. Let's look around. Let's really soak in the fact that we get to play in Anfield tomorrow. Okay, so feel all the positive vibes, feel the history of the stadium, bring it all on. Okay, so that we make sure that when we step on the field and that whistle blows tomorrow at 21, that we're fucking ready to do everything we can to win that game. I've been dreaming to touch all those walls, just see this stadium, you know. My dream was to play at this stadium, at Anfield. Schönes Stadion, gell? Schon cool, wenn du von der Kabine 4 gehst und das We Are Liverpool, und es ist halt schon durch den Flair, durch die Gegebenheiten schon was Besonderes. They won Champions League, the best team in the world, very good fans, stadium, atmosphere, everything. Ja, schau das Stadion an, 55.000, das ist Champions League, Liverpool, mehr brauchst du nicht. So now it's a dream coming true to play here. Aber so der erste Eindruck, ja, das ist Anfield.
aber wir sind Salzburg. Kommt zusammen! So, der Rasen ist okay, ja, das Stadion ist cool. Eine gute letzte Einheit für eine sehr gute Leistung morgen. Die letzte Sache ist, Victor, bitte, komm in die Mitte mit Victor, bitte. Okay. Wir müssen alle klatschen zusammen, okay? Bereit? Ja, hier, mit der Jacke bitte. Das erste Mal mit okay. Bereit? Ich habe gelernt mit jungen Spielern, mit diesen Spielern mit Hochtalent und Hochmotivation, dass wenn wir kreieren ein gutes Umfeld über Entwicklung und Engagement füreinander, dass sie können alle sehr gut spielen und dann wir haben eine große Chance für Erfolg. Ich bin echt gespannt, morgen, wenn sie die Hymne singen. Und das wirklich so. Ich glaube, das wird überragend. Ich bin echt gespannt. Dreams, you just have to go after them. But dreams were always, they correspond with a vision, you know. So this big vision that I had in my career, that one day, I don't know how I'll make it, but I will make it. So this is it. It's beautiful. It's really beautiful, very beautiful, very beautiful. Morgen. Hudson, you know the way? Okay, we are ready. Heute wir spielen nicht mit André von Anfang an. Und das ist eine ganz schwere Entscheidung. Aber in diesem Moment, wir haben das Gefühl, dass Schnelligkeit in die Kette ist ganz wichtig mit der Art und Weise von den Gegnern. Mein Herz ist voll für André. Er ist ein überragender Typ und hat so viel mit unserem Erfolg in diesem Jahr und in der Vergangenheit gemacht. No, it's really cool, but you have to try. Okay, erst unsere Aufstellung. Okay, so wir haben Andy, Max, Jerome, Rasmus hinten, Zietz, Zlati und Enoch. Normalerweise links Zlati und Enoch rechts. Shobo und Taki, die gleiche normalerweise. Shobo hier, okay, mit Can und Patzen. Und erst, ich möchte über André sprechen. Okay, so André ist ein wichtiger Spieler hier. Ja, und hat so gut gespielt für die ganze Saison. Und es ist ein schwieriger Moment für dich. Und ja, ich verstehe. Wir hatten ein Gespräch letzten Abend. Er war ja natürlich enttäuscht, aber er hat gesagt, ich habe total ganz Unterstützung für die Mannschaft und ich bin bereit auf der Bank. Ja, und André, du bist ein super Typ, ein menschlich, unglaublich. Es ist ein schwieriger Moment, aber wir brauchen dich, ja, immer. So, okay, bereit für alles, okay? In den Medien, ich habe vielmal gesagt, dass diese Gegner hat keine Schwachpunkte. Aber ich glaube das nicht. Sie sind gut. Sie sind fucking damn gut, okay? Aber die Schwachpunkt für ihnen ist der Starkpunkt für uns. Und wir müssen zu diesem Starkpunkt spielen. Männer, Selbstvertrauen, okay? Egal die Ergebnis. Ergebnis ist nicht den Kopf. Ergebnis ist nicht den Kopf. Was ist den Kopf, ist unsere Mentalität, unsere Einstellung, unser Team Spirit, unsere Teamkonzentration, ja? Unser
Zusammenhalt. Glück ist für die Mutig. Egal was passiert in diesem Spiel, wir sind ganz fucking mutig. Let's be bold. Let's be bold. Come on. Bei internationalen Spielen, ob Europa League oder Champions League, ist es immer so, dass die Heimmannschaft die Offiziellen der Gastmannschaft einlädt. Es ist von der UEFA erwünscht, dass sie da quasi Freundschaften, Bekanntschaften, Zweckgemeinschaften, Kontakte entwickeln daraus, die nicht nur am Platz sind, sondern die über das normale Spiel hinausgehen. Der Präsident, der Geschäftsführer oder der Sportdirektor oder auch ein Marketingleiter sind da immer dabei. Und ja, ist immer ganz gemütlich. And welcome to the sunshine. It's like this every day in Liverpool. And, we brought it from yeah, you brought it from Austria. Man hat gesehen, wie geerdet sie sind und sind sehr, sehr bescheiden aufgetreten, obwohl sie einer der größten Vereine der Welt sind. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Wie Wichteln, ich sage immer ein bisschen wie Weihnachten zum Schluss dann. Zuerst essen und dann wie Weihnachten. Der Wahnsinn, ja, dass es heute so schön ist, ist für den Feenmarsch echt. Ja, super ist das. Liverpool, das kriegst du als Salzburg-Fan wahrscheinlich einmal in deinem Leben. Und wer da nicht mit ist, nicht dabei ist, dem fehlt was in seiner Vita. FC Salzburg alle! FC Salzburg alle! FC Salzburg alle! Ich bin mir jetzt schon sicher, das wird für uns alle ein ziemlich unvergesslich Abend bleiben. Insgesamt waren 3000 Fans mitten. Es war wirklich sensationell, wie sie sich gesammelt haben in der Stadt und so einen Fanmarsch organisiert haben. Das hat einen Flair. Alle Fußballer, die da hinkommen, sind Stars. Alle. Die werden vergöttert. So 10 Minuten vor Spielbeginn und die Fans anfangen zu singen, du kriegst die Gänsehaut. Mané gegen Christensen. Wieder Mané. Und das ist das 1:0. Ausgerechnet Sadio Mané. Minute 9, die frühe Führung für den FC Liverpool. Wieder Liverpool. Henderson. Alexander Arnold. 2-0. Andrew Robertson, der Linksverteidiger, vollendet einen herrlich herausgespielten Spielzug. Was auch interessant ist, vom Pressing der Salzburger, die kommen gar nicht dazu. Erstmals eine Niederlage in dieser Pflichtspielsaison von
der Salzburger Mannschaft. Die Frage ist nur, wie hoch. Wang, die Chance. 6-3 aus der Sicht der Salzburger. Hye-chan Wang. Das nennt man mal eine Antwort. 6 Minuten vor der Pause. Und dann beendet auch gleich diese erste Spielhälfte. Schiedsrichter Eckberg. Klopp hat's eilig. Jungs, wir müssen uns einfach nur trauen, Fußball spielen. Ein bisschen Kontrolle kriegen, dann sind wir gleich in der Partie drinnen. Zwischen Innenverteidiger und zu dritt oft in der Mitte ganz eng. Lasst sie einfallen. Jetzt mit der Kante ist besser gegen die. Wir sind auf der 6 jetzt. Aber wenn wir tief spielen, also ist nicht so einfach weiter. Erste Sache für mich. Wie viele Fouls haben wir? Wie viele Fouls? 2, 3. Vielleicht 2. Ja? Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen körperlich auf dem Platz und get fucking stuck in mit Druck. Diese Aktion, manchmal mit Van Dijk. Ja? Komm, Jungs. Zu viel Respekt für die Gegner. Zu viel Respekt für die Gegner. Sind sie gut? Ja, sie sind gut. Aber wenn wir spielen wie alles nett und mit Druck ein bisschen hier oder nicht mit einem richtig guten Tackle oder einem Fight, ja? They have to feel us, guys. They have to know we're fucking here to compete. Not just that we're stylistically gonna try to play the same way, but we came to fucking play, right? That is what's most important. We're gonna talk a little bit about tactics, but we gotta step on that field. And when we say Selbstvertrauen, that means will also, will füreinander und jetzt ist es ich gegen ihn oder euch oder egal. It's us against them. And let's fucking raise our will, let's raise our competitive fight, our fight. Wir haben gehabt 2 oder 3 Situationen, wenn wir den letzten Pass gut spielen, entweder einen Chipball rein oder dann wirklich stecken. Wir laufen sicher noch 1-, 2-mal alleine aufs Tor. Ja? Wir haben mehr. Okay? Beide Teams sind zurück auf dem Spielfeld. Jetzt schauen wir mal, wie die Salzburger im zweiten Durchgang tun. Salzburg hat's eilig. Wang. Der zweite Stange. Minamino. 2-3. Herrliches Tor von Takumi Minamino. Und jetzt ist er erinnern. Erling Braut Haaland. Minamino gegen Van Dijk. Haaland! Der Ausgleich! Ich fasse es nicht! Erling Haaland! 3-3! Die Auferstehung! Was ist hier los, Christian? Nochmals Mané. Salah. Soboslai. Leichtfertiger Ballverlust. Die Chance für Salah. 4-3 Liverpool. Schwacher Abschluss. Das Abspiel. Die Chance hier hätte größer werden können. Mit Auge von Alexander Arnold. Also ich hätte das jetzt nicht als Foul gesehen, weil beide mit hohem Bein in den Ball gehen. Ja, ärgert auch Jesse Marsch. Das war's. Aus vorbei. Klopp gegen Marsch. Liverpool gegen Salzburg. 4-3. Kompliment an beide Teams für ein herausragendes Spiel, Christian. Absolut. Also die erste halbe Stunde war ganz nicht schlecht. Dann war er da. Dann haben wir die Tür aufgemacht und dann sind wir durchgerannt. Wir sind ein bisschen dämlich. Aber gut ab. Es sollte nicht so einfach sein, einfach nur auf Raute umzustellen und dann den Gegner
lauter Probleme zu bereiten. Es war Kindergeburtstag. Davon abgesehen hatte ich auch Spaß. Ja? Eine halbe Stunde. Muss ja reichen, manchmal. Muss aber. Ja, macht's gut. Ciao. So I still think that we will walk away feeling very positive about this, but the biggest takeaway will be that, you know, we can play. We can play with the best teams. I think our fans can go home and be proud. You know, be proud of the performance and really have enjoyed the experience of being here at Anfield.